Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute zeige ich euch einige Hafensets zur Erweiterung der System X-Stadt und der RC Eisenbahn. Ich zeige euch den Kohlefrachter, Hafenkran und Güterzug von 2005, die Autofähre von 2011 und das System X Strandhotel von 2012. Bei den anderen Sets hatte ich noch keine Zeit zum Auspacken und keinen Platz zum Aufstellen. Es sind dies die Hafenpolizei von 2011 mit dem Polizeiboot und dem Gefängnisausbruch in der alten Color-Code-Packung. Ebenfalls original verpackt geblieben ist das letzte Eisenbahnset, das Playmobil herausgebracht hat, der gelbe Containergüterzug 5258 von 2012. Er war bis 2015 im Katalog und dann noch einige Jahre in verschiedenen Spielwarenhandlungen erhältlich. Ich wollte diesen Zug zuerst gebraucht kaufen, habe dann aber im Abverkauf ein gutes Angebot gefunden. Zum Containergüterzug gehört der Portalkran für das Containerterminal zum Abladen und Aufladen des Containers vom Zug auf das Schiff oder auf einen LKW. Zum Spielthema Family Fun ist 2016 das große Kreuzfahrtschiff Panama herausgekommen. Es ist beeindruckend, wie Playmobil in dieser Größe, in dieser Realitätstreue und Kompaktheit eine gute Spielmöglichkeit geschaffen hat. Die Kabinen sind ausziehbar, es gibt einen großen Galafestsaal mit Bar und Rezeption, ein Außenschwimmbad mit Rutsche und ein Sonnendeck mit Liegestühlen. Zum Kreuzfahrtschiff gehört die Showbühne und die Strandbar. Werfen wir jetzt einen Blick in die Kataloge und schauen, wie sich das Hafenthema über die Jahre entwickelt hat. Es hat im Jahr 2005 begonnen mit dem großen Frachtschiff, 60 cm lang, eine beeindruckende Größe. Zu dieser Spielwelt gehört auch das grüne kleine Zollboot. Das Ladegut wird vom Kran auf die Eisenbahn verladen. Dazu gibt es den neuen Güterzug mit einem Hochbordwagen. Getrennt erhältlich ist auch eine Doppelkipplore, die zur Reederei Conlines gehört, genauso wie der Kohlefrachter. Im August 2011 wurde der Hafen mit einem netten Strandcafé und mit der Hafenpolizei erweitert. Die Fahrzeuge konnten mit der neuen Autofähre Poseidon übersetzen. Im folgenden Jahr, im August 2012, wurde das Hafenthema vollständig überarbeitet. Der Frachttransport wurde auf Container umgestellt. Es gab das neue Containerschiff mit dem Ladekran, den Portalkran und den Güterzug. Dazu auch noch einen LKW, der RC-fähig war. Im selben Jahr, 2012, im September, kam das große Ferienhotel heraus. Ein schönes zweistöckiges Strandhotel, erweiterbar mit einem zusätzlichen Stockwerk zu einem großen, realistischen Ferienhotel. Im August 2016 kam das große Kreuzfahrtschiff heraus. Die letzte Hafenwelle hatten wir im August 2021. Das alte Containerschiff wurde neu herausgegeben, die Brücke wurde um einen Zwischenstock erhöht und es gibt einen neuen batteriebetriebenen Portalkran, auf Rollen verschiebbar und mit einer Fahrerkabine, die auch auf einer Schiene verschiebbar ist. Inzwischen ist auch die letzte Hafenwelle wieder aus dem Katalog genommen worden und nach Playmobil Plus verschoben worden. Beginnen wir mit unserem ersten Set, mit dem großen Frachtschiff von 2005. Es waren 2 Bojen dabei,
die blinken konnten. Das Frachtschiff hatte auf der Unterseite vorn eine Gleitfläche und hinten 2 Rollen und die Montagemöglichkeit für den Unterwassermotor. Wir lassen das Schiff zu Wasser, setzen die Blinkboje. Es hat jetzt keinen Sinn, dass wir den Unterwassermotor montieren. Wir können hier nicht weit fahren. Besonders gut funktioniert bei diesem Schiff auch der funkgesteuerte RC-Motor. Wir sehen den 60 cm langen Rumpf mit der großen Aufschrift der Reederei Conlines. Vorne haben wir den Namen des Schiffes Titan. Am Bug sind 2 Ankerwinden, links und rechts 2 Anker, die abgelassen werden können. Am Bug befindet sich auch eine Luke für ein Geheimversteck für Schmuggelware. Zentral haben wir einen großen Frachtraum mit 4 Luken. Die Brücke ist mit 2 Eingängen erreichbar. Ein Eingang vorn und ein Eingang hinten. Das Dach ist abnehmbar. Drinnen steht der Kapitän am Steuerrad mit seiner Ladeliste. Er hat ein Telefon, ein Handfunkgerät und ein Fernglas. Er wohnt hier in seinem Steuerraum, er hat ein Bett mit Matratze und als Handgepäck eine Reisetasche und einen Rollkoffer. Für die Sicherheit befindet sich an der Hinterseite und an der Vorderseite ein Rettungsreifen und ein Feuerlöscher. Als zweite Figur ist ein Matrose enthalten, der mit einer Strickleiter Laderaum und Reling besteigen kann. Zum Festmachen gibt es 2 Leinen und zur Sicherung des Ladegutes einen elastischen Gurt. Jetzt wollen wir die Ladung im Hafen löschen. Dazu brauchen wir den großen Hafenkran. Der Kranführer wartet bereits auf seinen Schichtbeginn. Er hat eine gedruckte Latzhose, an der Schildmütze das Symbol der Reederei. Am Kran ist mit einer System-X-Halterung eine Leiter befestigt. Es ist interessant, dass die Leiter noch dieselbe Gussform hat wie die alte Fachwerkleiter von 1977. Der Kranführer erreicht den Führerstand mit einer voll verglasten Panoramascheibe. Er hat 2 Steuerknüppel. Der Kran ist 180 Grad drehbar. An der Hinterseite befindet sich eine Kurbel. Mit der Kurbel kann der Kranarm eingefahren und der Ausleger kann wieder ausgefahren werden. Die Seilwinde hat eine Seilsperre. Wenn man diese Sperre löst, fährt der Greifer allein ins Ladegut. Man kann mit der Greifzange das Ladegut aufnehmen und mit der leichtgängigen Winde den Greifer wieder anheben. Man muss die Winde immer mit der Seilsperre sperren. Auf dem Kranhaken kann alternativ zum Greifer auch können 4 Haken befestigt werden, wo man Stückgut und Container anheben kann. Jetzt möchten wir mit unserem Kran den Zug beladen. Der Güterzug von 2005 hat eine sehr schöne Lokomotive.
Die Steuerung ist noch mit dem klassischen alten System. Die Lokomotive hat vorn und hinten Licht. Wir haben zwei Stromabnehmer im System X-System aufgesteckt. Die Dächer der zwei Führerhäuser sind abnehmbar. Es sind zwei Sitze für Lokführer enthalten. Beim Set war ein Waggon, ein Hochbordwagen Playmobil Cargo dabei. Jetzt fährt die Lok in den Hafen. Und wir können das Ladegut aufladen. Das nächste Set, das wir uns anschauen, ist die Autofähre Poseidon. Sie enthält eine sehr schöne Anlegestelle mit einer Rampe für die Fahrzeuge, zwei Verkehrsschilder, eine Flagge, Rettungsreifen und Sitzbank. Man kann die Fähre sehr realistisch mit zwei Winden verdauen und ablegen lassen. Jetzt lassen wir die Fähre zu Wasser. Wir sehen, an der Unterseite haben wir hier mittig die Halterung für einen Motor. Die Fähre hat auf einer Seite den Motor, auf der anderen Seite den Führerstand. Wir haben einen Kapitän und drei Fahrgäste. Es gibt einen Motorroller und ein Fahrrad. Zwei Rettungsreifen sind enthalten. Wenn die Fähre anlegt, kann die Rampe mit einem Haken abgelassen werden. Das Auto fährt auf die Fähre und nach der kurzen Überfahrt kann das Auto die Fähre wieder verlassen. Aber jetzt versuchen wir einen Versuch, ob die Fähre auch einen Sattelschlepper transportieren kann. Ich habe hier den legendären Sunset Express von 2005. Jetzt stelle ich die Kamera kurz auf das Stativ, damit ich eine Hand frei habe. Wir lassen die Fähre anlegen und fahren mit unserem Sattelschlepper auf die Fähre. Wir sehen absolut kein Problem. Die Fähre schwimmt ruhig und sicher, auch mit einem ganzen Sattelschlepper an Bord. Das letzte Set, das wir uns heute anschauen, ist das Ferienhotel. Es ist ein System X-Bau vom September 2012. Wir haben schöne Farben, weiß, beige, rosa, violett, hellgrün. Mit einem Aufzug, mit einer kleinen Verbreiterung kann der Hotelboy mit dem Gepäckwagen in den ersten Stock fahren. Sehr schön sind bei diesem Hotel die mit richtigen Schlüsselkarten verschließbaren Türen. Sehr malerisch sind die zwei gebogenen Palmen links und rechts vom Hoteleingang. Drehen wir das Hotel jetzt kurz um und schauen in die schönen Zimmer. Wir haben zwei Zimmer, eines mit einem Kinderbett und eines mit einem Doppelbett. Alle Zimmer ausgestattet mit Dusche und Fernseher. Unten haben wir die Rezeption und wie es sich gehört, ein Spielraum mit echtem Playmobil, mit der Arche Noah,
aus Playmobil Micro. Im Speisesaal gibt es ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, eine Kaffeemaschine und einen schönen Ausblick auf den Hafen. Mit diesen Bildern möchte ich mich von euch verabschieden. Danke, dass ihr zugeschaut habt und auf Wiedersehen.